Heute machen wir eine One-Pot-Tuna-Pasta, die dauert maximal 30 Minuten. Ihr braucht dafür auch nicht allzu viel Zutaten, ist also perfekt für den Feierabend geeignet. So, angefangen wird mit 3 Knoblauchzehen. Diese schälen, klein schneiden, ihr könnt die auch pressen, je nachdem. Die einzigen 2 Sachen, die wir noch schneiden müssen, sind Petersilie und Zwiebeln. Ich habe einen halben Bündel Petersilie verwendet und habe den klein gehackt. Da könnt ihr mehr oder auch weniger nehmen, je nachdem wie ihr es selber präferiert, weil das ist eigentlich optional. Allerdings die Zwiebel, da würde ich eine große weiße Zwiebel nehmen, die fein würfeln, weil die muss danach mit dem Knoblauch zusammen angebraten werden. Ja, dann sind wir schon an dem Punkt, wo wir eine große Pfanne benötigen, in der wir Olivenöl erhitzen. Sobald das Öl erhitzt ist, gebt ihr den Knoblauch und die Zwiebeln in die Pfanne und brät beides goldbraun an. So, und um dem Ganzen etwas Würze zu verleihen, geben wir hier noch etwas Paprikapulver hinzu. Das Ganze wird dann mit 400 Gramm passierten Tomaten, etwas Salz und schwarzem Pfeffer und 100 Gramm Schlagsahne getoppt. Nachdem das alles für 3 Minuten auf mittlerer Hitze gekocht wurde, geben wir 500 ml Wasser mit einem Esslöffel Gemüsebrühe hinzu. Nun lassen wir es wieder ein paar Minuten köcheln, bis die Soße anfängt zu blubbern. Tja, das ist dann auch schon unser Stichwort, um die Nudeln reinzuwerfen. Ich habe 250 Gramm Penne verwendet, allerdings könnt ihr da eigentlich die Pasta nehmen, die ihr selber präferiert. Auf gar keinen Fall vergessen, während den nächsten Minuten Kochen regelmäßig die Nudeln zu rühren, da die ansonsten anfangen zu kleben und nicht gleichmäßig gekocht werden. Und das wäre nicht so toll, ne? Als nächstes wird eine Dose Thunfisch untergerührt und für weitere 3 Minuten gekocht. So, und zu guter Letzt, ich habe 5 Esslöffel Naturjoghurt mit 4% Fettanteil noch hinuntergerührt und zum krönenden Abschluss die gehackte Petersilie und etwas Pfeffer on top gegeben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen und das Video bewerten. Würde mich auch interessieren, ob es euch geschmeckt hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche.